Ich bin Leonhard Winnecker. Ich bin 15 Jahre alt und habe mein Schülerpraktikum bei der Fernsehproduktionsfirma Timeline Film und TV in Frankfurt absolviert. Fangen wir an mit dem Betrieb. Vor etwa 30 Jahren waren Fernsehbeiträge stark gefragt, da die Fernsehsender auf Wachstumskurs waren. So sind immer mehr Fernsehproduktionsfirmen entstanden, die alle Arten an Beiträgen produzierten und diese dann an einen Fernsehsender verkauften. Mittlerweile drehen die Sender fast gar nichts mehr selbst, sondern kaufen einfach den Großteil der Inhalte von solchen Betrieben. Die Videos entstehen dabei komplett bei der jeweiligen Firma. Von der Idee und dem Konzept über die Organisation und den eigentlichen Dreh bis hin zum Schnitt und zur Nachbearbeitung. Zum Teil werden sogar die gesamten Kosten vom Betrieb getragen, bis der Film vom Sender übernommen wird. Jedoch kann das ein recht großes finanzielles Risiko sein, sodass dies von Unternehmen zu Unternehmen, aber auch von Produktion zu Produktion variiert. Obwohl Timeline Film und TV Videos und Filme für verschiedene Kunden produziert, sind Fernsehsender wie der Hessische Rundfunk oder KIKA die Hauptkunden des Unternehmens. Mittlerweile hat sich Timeline auf größere Projekte spezialisiert. Beispielsweise wurden in den letzten Jahren insgesamt 3 Staffeln vom Projekt Das Moodcamp in Südafrika produziert, bei dem mehrere Jugendliche mit ihren Ängsten konfrontiert wurden. Geil! Oh mein Gott! Das ist einfach atemberaubend, ein irres Gefühl. Für solche größeren Projekte werden Mitarbeiter nur noch periodisch benötigt, sodass die Firma selbst schließlich auf 3 bis 4 Mitarbeiter verkleinert wurde. Okay, kommen wir nun zu meinen Tätigkeiten. Während der ersten Hälfte des Praktikums habe ich mich hauptsächlich mit der Konzeptausarbeitung und Videoanalysen beschäftigt, immer mit dem Ziel, neue Ideen oder Vorschläge für einen bestimmten Bereich zu finden. Beispielsweise habe ich mir die sogenannten Formate auf dem Inhaltenetzwerk funk.net angeschaut. Bei diesen Formaten handelt es sich um ein bestimmtes Videokonzept, zum Beispiel eine Art Talkshow oder Comedy, das dann auf YouTube, Facebook oder Instagram regelmäßig von einer oder mehreren Personen produziert wird. Nach etwas Herumstöbern war die Aufgabe, ein neues Format zu finden, das es so noch nicht gab und das mich oder Gleichaltrige interessieren würde. Schließlich bin ich in der Zielgruppe, die aus etwa 14- bis 28-Jährigen besteht. Im zweiten Teil des Praktikums habe ich an einem eigenen Projekt geschnitten. Ich habe im Juweliergeschäft meines Großvaters, bei dem ich auch während des Praktikums gewohnt habe, die Entstehung eines Rings sowie das Aufarbeiten eines Uhrengehäuses mit der Kamera dokumentiert. Gedreht habe ich das Videomaterial in meiner Freizeit außerhalb des Praktikums mit einer selbst mitgebrachten Kamera. Zusätzlich wurde mir großzügigerweise eine weitere Kamera aus dem Betrieb ausgeliehen, die ich nicht nur im Juweliergeschäft, sondern auch für einen Kurzfilm mit der Bergwacht dort gut gebrauchen konnte. Die Projekte, zumindest die Kurzfilme, werden bald alle auf meinen YouTube-Kanal gestellt. Also, falls ihr interessiert seid, was für Projekte da entstanden sind, könnt ihr da mal vorbeischauen. Während der Zeit meines Praktikums habe ich verschiedene wertvolle Erfahrungen gemacht. Ich habe viel zum Thema Marketing und Teamarbeit gelernt. Außerdem habe ich festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob man einen Kurzfilm produziert oder ein Sachvideo. Sowohl beim Drehen als auch beim Schnitt muss man jeweils auf verschiedene Dinge achten. Als letztes spreche ich noch ein paar allgemeine Punkte zum Praktikumsplatz an. Mein Praktikum bei Timeline war definitiv interessant und abwechslungsreich, da wir an 2-3 Tagen zum Beispiel beim Hessischen Rundfunk waren oder ich bei ein paar Drehs dabei war. Ich war auch insofern gut betreut, dass ich immer mindestens einen Ansprechpartner hatte, der mir meist sofort weiterhelfen konnte. Auch die Arbeitsatmosphäre sowie die Arbeitszeiten waren sehr angenehm. Insgesamt habe ich meiner Meinung nach einen ziemlich guten Einblick in die Fernsehbranche bekommen. Letztendlich kann ich einen Praktikumsplatz in dieser Branche jedem, der sich irgendwie dafür interessiert, weiterempfehlen. Trotz all dem kann ich es mir nicht so gut vorstellen, später mal in der Fernsehbranche zu arbeiten. Ich bin eben jemand, der nicht wegen zeitlichen oder finanziellen Einschränkungen Kompromisse schließen will. Spielfilmproduktionen bieten hier vielleicht eine Alternative, jedoch ist ein Arbeitsplatz in dieser Industrie recht unsicher. Somit habe ich bis jetzt noch keinen wirklich passenden Beruf gefunden. Ich genieße auf jeden Fall noch die Zeit, in der ich Filme machen kann, ohne damit Geld verdienen zu müssen.